Willkommen, Champions! Dieses Video ist nicht gewöhnlich. Es kann dein Leben verändern. Heute geht es um etwas, das deine Karriere, dein Einkommen, deinen Selbstrespekt und dein ganzes Leben verändern kann. Denke kurz nach. Hast du bemerkt, dass gute Sprecher oft Erfolg haben? Sie sprechen klar, stark und charmant. Sie bekommen bessere Jobs. Sie verdienen mehr Geld. Sie ziehen bessere Chancen an. Sie erhalten Respekt im Büro, auf Partys und in jedem Raum. Manchmal treffen wir ganz normale Menschen. Keine Filmstars, keine Milliardäre, nicht berühmt. Doch wenn sie sprechen, spüren wir etwas. Ihre Worte haben Gewicht. Ihre Präsenz wirkt magnetisch. Gespräche mit ihnen machen Freude. Wir fühlen uns gut in ihrer Nähe. Wir wollen sie wiedersehen. Warum? Weil Kommunikation eine echte Superkraft ist. Kommunikation ist wahre Schönheit. Höre gut zu. Willst du eine starke Persönlichkeit? Eine Persönlichkeit, die andere bewundern, respektieren und sich merken? Dann gibt es ein goldenes Mantra. Sprich gut. Sprich bewusst. Sprich klar. Was heißt das? Wenn du den Mund öffnest, sollen deine Worte einen Zweck haben. Sie sollen gut geordnet sein. Sie sollen kristallklar sein. Denke vor dem Sprechen. Strukturiere, was du sagen willst. Merke dir, klarer Kopf plus klare Worte ergibt eine starke Persönlichkeit. In diesem Video gebe ich dir 10 starke Tipps. Sie sind praktisch, umsetzbar und leicht zu üben. Keine langweilige Theorie. Echte Techniken mit echten Ergebnissen. Bleib bis zum Ende. Übe, was ich teile. Dann ändern sich deine Kommunikationsfähigkeiten für immer. 100% Garantie. Dieses Video verbessert auch dein Deutsch hören und sprechen. Schau bis zum Ende. Abonniere den Kanal für mehr starke Inhalte. Lass uns beginnen. Lass uns verändern. Tipp 1. Reden ohne zu reden. Das ist sehr kraftvoll. Nur wenige kennen es. Laut Psychologie entsteht der erste Eindruck in 7 Sekunden. Ja, nur 7 Sekunden. Bevor du richtig sprichst, haben Menschen schon 70% entschieden. Wirken wir selbstbewusst, klug, sympathisch, vertrauenswürdig oder nicht? Verrückt, oder? Das heißt, du sprichst auch ohne Worte. Dein Körper spricht. Dein Gesicht spricht. Dein Blick spricht. Dein Lächeln spricht. Deine Haltung und deine Energie sprechen. Alles sendet schon eine Botschaft. Ein Beispiel aus dem echten Leben. 2 Bewerber warten auf ein Gespräch. Beide haben dieselben
Abschlüsse. Einer sitzt krumm. Er starrt aufs Handy. Er wirkt müde. Der andere sitzt aufrecht, Schultern entspannt, sanftes Lächeln, ruhige, positive Energie. Wen mag der Interviewer wohl eher noch vor der ersten Frage? Natürlich den zweiten. Warum? Seine nonverbale Botschaft sagt, ich bin sicher, ich bin professionell, ich respektiere mich und andere. Dein Körper spricht lauter als Worte. Merke dir daher, betritt jeden Raum mit Ruhe und Haltung, auch wenn du innen nervös bist. Lächle natürlich und sanft. Halte den Rücken gerade. Das zeigt Stärke. Halte Blickkontakt. Das zeigt Ehrlichkeit und Verbindung. Fummel nicht an den Händen. Das zeigt Nervosität. Meistere die 7-Sekunden-Regel. So gewinnst du schon vor dem ersten Satz. Menschen fühlen zuerst deine Energie. Dann hören sie deine Worte. Tipp C. Geschichten erzählen. Willst du Herzen gewinnen und im Kopf bleiben? Dann werde gut im Storytelling. Storytelling ist König der Kommunikation. Warum? Fakten informieren, Geschichten berühren. Eine Geschichte zieht Aufmerksamkeit an. Menschen fühlen mit. Menschen erinnern sich lange. Beispiel. Du willst Fleiß erklären. Du sagst nur, Fleiß ist wichtig. Das ist langweilig und schnell vergessen. Oder du erzählst eine kurze Geschichte. Ein Junge heißt Sam. Er kommt aus einem kleinen Dorf. Kein Strom, kein Internet. Er lernt nachts unter einer Straßenlampe. Er hat den Traum, Arzt zu werden. Leute lachen über ihn. 10 Jahre später rettet Sam denselben Leuten das Leben. Welche Variante berührt stärker? Natürlich die Geschichte. Nutze Geschichten in Reden, Meetings, Unterricht und Gesprächen. Nutze echte Beispiele. Male Bilder im Kopf des Zuhörers. Unser Gehirn liebt Geschichten. Schon seit Lagerfeuerzeiten. Halte die Geschichte kurz und gefühlvoll. Zeige etwas Kampf. Zeige etwas Sieg. Lass den Hörer sich selbst darin sehen. Gute Erzähler sind beliebt. Menschen reden gern mit dir. Sie hören gern zu. Sie lernen gern von dir. Und sie vergessen dich nicht. Tipp 3. Empathie. Willst du ein Meister der Kommunikation werden? Willst du Vertrauen und Nähe schaffen? Entwickle Empathie. Was ist Empathie? Du fühlst mit anderen mit. Du stellst dich in ihre Lage. Du hörst mit dem Herzen zu. Warum ist das wichtig? Menschen fühlen sich sicher, wenn sie verstanden werden. Sie vertrauen dir, sie respektieren dich, sie öffnen ihr Herz. Ohne Empathie wirkt Kommunikation trocken und kalt. Ein Beispiel.
Du erzählst einem Freund von Stress im Job. Du fühlst dich allein. Ein Freund sagt schnell, »Ach, halb so wild. Vergiss es.« Er hörte nicht wirklich zu. Ein anderer Freund schaut dich an. Er hört ruhig zu. Er nickt sanft. Er sagt, »Ich sehe, das ist hart. Es ist schwer, so im Job zu fühlen. Du bist nicht allein. Ich bin da. Mit wem fühlst du dich näher?« Natürlich mit dem Zweiten. Empathie schafft Verbindung. Wie zeigst du Empathie? Höre aktiv zu. Warte nicht nur auf deine Antwort. Erkenne Gefühle an. Du musst nicht alles lösen. Zeige Verständnis. Sage Dinge wie, ich kann mir das vorstellen oder das klingt nach viel Belastung. Danke fürs Teilen. Sei präsent. Keine Ablenkungen. Schenke volle Aufmerksamkeit. In Verkauf, Führung und Beziehung gewinnen oft die, die empathisch zuhören. Wer verstanden wird, schenkt sein Herz. Tipp 4. Der süßeste Klang. Dale Carnegie sagte etwas Wichtiges. Ein Name ist für jeden Mensch der süßeste Klang. Das stimmt. Nutzt du den Namen richtig, fühlt sich der andere gesehen. Er fühlt sich wichtig. Ein Name ist mehr als ein Wort. Er trägt Identität, Erinnerungen und Familie. Sprichst du den Namen warm aus, berührst du die Seele. Stell dir ein volles Café vor. Musik läuft. Menschen reden. Es riecht nach Kaffee. Du bestellst. Du sagst, Hallo, ein Caramel Macchiato. Name Daniel. Der Barista ruft später, Caramel Macchiato für Daniel. Schönen Tag, Daniel. Du fühlst einen kleinen Funken. Du bist keine Nummer. Du fühlst dich gesehen. Eine kleine Sache, aber sie macht den Moment persönlich und positiv. In Meetings, Freundschaften und Gesprächen wirkt ein Name wie Magie. Nutze Namen natürlich und warm. Nicht zu oft. Beim Grüßen, beim Punktmachen, beim Verabschieden. So wirst du unvergesslich. Tipp 5. Emotionale Intelligenz. Dieser Tipp verändert vieles. Meisterst du ihn, wächst du in Beziehung, Geschäft und Führung. Was ist emotionale Intelligenz? Du verstehst und steuerst deine Gefühle. Du verstehst und beeinflusst Gefühle anderer. Das Wichtigste ist, antworten statt reagieren. Reagieren ist automatisch und impulsiv. Antworten ist bedacht und ruhig. Beispiel: Meeting. Jemand kritisiert deine Idee öffentlich. Reagierst du, wirst du wütend. Du sagst etwas Hartes. Du wirkst unprofessionell. Antwortest du, bleibst du ruhig. Du atmest. Du sagst, Danke für das Feedback. Ich denke darüber nach. Wir können Verbesserungen besprechen. Ergebnis. Du wirkst stark. Du wirkst reif. Du baust Brücken, keine Mauern. Beispiel:
zu Hause. Dein Partner sagt in einem Streit etwas Hartes. Du bist verletzt. Reagierst du sofort? Schreist du? Es wird schlimmer. Antwortest du? Atmest du erst? Du sagst ruhig, ich bin gerade verletzt. Lass uns später sprechen. So schützt du die Beziehung. So bist du weise, nicht schwach. Wie lernst du das? Pausiere vor dem Sprechen. 3 Sekunden helfen oft. Benenne dein Gefühl. Bist du wütend, traurig, unsicher? Frage dich, was dient dem Ziel? Denke an das große Ziel. Ein Momentensieg bringt nichts, wenn die Beziehung leidet. Große Sprecher sind emotional intelligent. Sie bleiben ruhig unter Druck. Sie wählen ihre Worte bewusst. Sie bleiben zentriert im Sturm. Emotionale Intelligenz ist innere Stärke plus äußere Wirkung. Tipp 6. Echotechnik. Willst du unvergesslich kommunizieren? Lerne das Echo. Was ist das? Du wiederholst ein kleines Wort aus der Aussage des anderen. Warm und natürlich. Warum wirkt das? Es zeigt echtes Zuhören. Es lädt zum Weiterreden ein. Der Sprecher fühlt sich verstanden. Beispiel 1. Dein Freund sagt, ich bin im Job sehr gestresst. Du sagst, gestresst im Job. Du gibst kein Rat. Du spiegelst das Gefühl. So geht es tiefer. Beispiel 2. Kollegin sagt, ich habe das Projekt nach 3 Monaten beendet. Du sagst, 3 Monate? Das klingt groß. Sie erzählt weiter. Du gibst Wertschätzung mit wenigen Worten. Wichtig. Wiederhole nur ein Schlüsselwort oder Gefühl. Sei warm, nicht mechanisch. In Verhandlung, Verkauf und Konflikt ist das Echo stark. Wer sich verstanden fühlt, kooperiert eher. Tipp 7. Stimmführung. Gute Worte reichen nicht. Eine monotone Stimme langweilt. Deine Stimme ist deine Musik. Was ist Stimmführung? Du steuerst Höhe, Tempo und Pausen. So wird Sprechen lebendig. Zur Höhe. Immer hoch klingt nervös, immer tief klingt müde. Gute Sprecher variieren. Höher bei Freude, tiefer bei Ernst. Beispiel Erfolgsgeschichte. Dann haben wir den Wettbewerb gewonnen. Das klingt höher und bewegt. Es war nicht leicht. Manchmal wollten wir aufgeben. Das klingt tiefer. Zum Tempo. Zu schnell stresst. Zu langsam schläfert ein. Passe das Tempo an die Botschaft an. Schnell bei Spannung. Langsam bei wichtigen Punkten. Zu den Pausen. Pausen geben Gewicht. Nach einem Kernsatz kurz schweigen. So wirken Worte nach. Beispiel. Manchmal ändern kleine Entscheidungen dein ganzes Leben. Diese Pausen ziehen das Publikum in deine Worte. Top-TED-Sprecher beherrschen das. Sie klingen wie ein Lied, nicht wie ein Skript. Meistere deine Stimme.
So erreichst du Herzen. Tipp 8. Schallplattentechnik. Kennst du Menschen, die kein Nein akzeptieren, die endlos diskutieren? Dann hilft die Schallplattentechnik. Was ist das? Du wiederholst ruhig deinen Hauptsatz immer wieder, ohne Wut, ohne Sarkasmus, wie eine alte Platte. Warum wirkt das? Es zeigt Klarheit ohne Angriff. Es schützt deine Grenzen. Es zwingt zu Respekt. Beispiel 1. Jemand drängt dich zum Alkohol. Du willst nicht. Er sagt, komm, nur ein Drink. Du sagst, nein, danke. Ich trinke heute nicht. Er sagt, sei nicht langweilig. Du wiederholst ruhig, nein, danke. Ich trinke heute nicht. Er sagt, nur ein bisschen. Du lächelst und wiederholst, nein, danke, ich trinke heute nicht. Nach wenigen Runden gibt er auf. Du hast nicht gestritten. Du hast ruhig gestanden. Beispiel 2. In Verhandlungen will der Kunde mehr Leistung ohne Aufpreis. Du sagst ruhig, gern helfen wir. Das erfordert eine Zusatzgebühr. Keine langen Erklärungen, nur ruhige Wiederholung. So bleibst du professionell, sicher und in Kontrolle. Tipp 9. Humor. Humor heißt nicht nur Witze erzählen. Humor bringt Leichtigkeit und Wärme in Gespräche. Warum ist Humor stark? Er löst Spannung. Er macht Menschen offen. Er zeigt Nahbarkeit. Er hilft, dass Worte im Kopf bleiben. Wer andere lächeln lässt, baut Vertrauen auf. Vertrauen ist die Basis starker Kommunikation. Humor ist kein Spott. Mache keine Witze über andere. Sei leicht, sei menschlich. Lache auch mal über dich selbst. Beispiel Bewerbungsgespräch. Frage. Erzähle von einem Fehler. Du kannst steif antworten. Oder du lächelst leicht und sagst, nur ein Fehler. Ich habe viele. Dann erklärst du ehrlich einen Fall. Der Raum entspannt sich. Man erinnert sich an dich. Du wirkst sicher und menschlich. Beispiel: harte Verhandlung. Alle trinken Kaffee. Du sagst lächelnd, verhandeln wir heute auch über Koffeinrechte? Die Leute lachen. Die Spannung sinkt. Danach hören alle besser zu. Beispiel: Rede über Teamarbeit. Du startest leicht. Teamwork lässt Träume wahr werden. Außer der Traum ist ein Nickerchen. Dann arbeite ich allein besser. Das Publikum lacht. Es fühlt sich verbunden. Nutze Humor richtig. Sei selbstironisch. Nutze Situationen. Sei natürlich. Beleidige niemanden. Wer mit dir lacht, vertraut dir eher. Tipp 10. Verletzlichkeit. Was ist Verletzlichkeit? Du bist ehrlich, offen und echt. Du versteckst Fehler nicht. Viele halten das für Schwäche. In Wahrheit ist es Stärke. Zeigst du dein echtes Selbst, wächst Vertrauen. Menschen fühlen sich verbunden.
Jeder kämpft innen einen stillen Kampf. Deine Ehrlichkeit gibt Trost. Verletzlichkeit baut Brücken zwischen Herzen. Warum ist sie so mächtig? Sie schafft sofort Vertrauen. Offenheit lädt zur Offenheit ein. Sie macht dich nahbar. Niemand ist perfekt. Zeigst du deinen Kampf, denkt der Hörer, so wie ich. Sie zeigt Mut. Nur Starke gestehen Schwächen. Sie berührt tief. Teilst du Schmerz, Träume oder Lektionen, erreicht das direkt das Herz. Aber Achtung! Verletzlichkeit ist kein Übermaß. Nicht alles und immer. Teile die richtige, echte Geschichte zur richtigen Zeit. Teile sie kurz und sinnvoll. Ziel ist Verbindung, nicht Mitleid. Beispiel: Rede. Du könntest prahlen. Ich war immer erfolgreich. Das beeindruckt kurz. Doch es berührt wenig. Oder du beginnst so: Vor 5 Jahren war ich am Boden. Job weg. Konto leer. Jeden Morgen fühlte ich mich nutzlos. Ich saß in meiner kleinen Küche. Ich sah eine Packung Instant-Nudeln. Das war mein ganzes Abendessen. Ich dachte, ist das mein Leben? Doch in dieser Nacht sagte ich mir, das ist nicht das Ende. Das ist der Anfang. Schritt für Schritt baute ich mein Leben neu. Heute stehe ich hier, nicht weil ich nie fiel, sondern weil ich immer wieder aufstand. Was passiert dann? Das Publikum beugt sich vor. Manche haben Tränen, manche nicken leise, andere fühlen neue Hoffnung. Sie vergessen dich nicht. Sie sahen sich in deiner Geschichte. Du warst kein Held, du warst ein Kämpfer. Menschen bewundern Kämpfer. Eine kurze Anleitung. Wähle einen echten Moment. Zeige Kampf, Angst oder Scheitern. Sei ehrlich, aber halte es knapp. Betone die Lektion, nicht nur den Schmerz. Erzähle natürlich wie einem Freund. Ende mit Hoffnung. Zeige, wie du es geschafft hast. Merke dir, Mauern halten Menschen fern. Verletzlichkeit lädt Menschen ein. So erreichst du nicht nur den Kopf. Du erreichst das Herz. Wahre Kommunikation ist Herz zu Herz. Kommunikation heißt nicht beeindrucken. Kommunikation heißt verbinden. Es geht um Vertrauen, Verstehen und starke Bindungen, die halten. Du musst nicht perfekt sein. Du sollst echt, präsent und ehrlich sein. Übe diese 10 Tipps täglich. Bald änderst du nicht nur dein Sprechen. Du änderst das Gefühl der anderen beim Zuhören. Das ist wahre Macht. Deine Worte werden mehr als Worte. Sie werden inspirierend, wirkungsvoll und unvergesslich.
Wendest du die Tipps an, siehst du Ergebnisse in deiner Karriere, in deinen Beziehungen und in deinem Selbstvertrauen. Denke immer daran, Kommunikation ist nicht nur, was du sagst. Es ist, wie andere sich fühlen, wenn sie dich hören. Sprich klar. Sprich selbstbewusst. Und vor allem sprich mit deinem Herzen. Danke fürs Zuschauen. War das Video hilfreich? Dann like, teile und abonniere. So lernst du, Kommunikation zu meistern. Mache jedes Gespräch wertvoll. Geh jetzt los und sage deine Wahrheit. Die Welt wartet auf deine Stimme.